Frühling Date-Düfte, Freunde. Ja, die zeige ich euch heute mal. Ich habe 5 Stück am Start und ich finde, die kann man auf jeden Fall zum Date im Frühling sehr gut benutzen. Egal, wo ihr seid, jetzt wo ihr sitzt, ob ihr in 'n Café, in der Eisdiele, whatever. Mein Name ist Dennis, aka vorher ganz sauber aus Hamburg und wir gehen rein. Ja, Date-Düfte. Fangen wir mit den ersten an und das ist einfach natürlich, der Aventus, aber das Absolut. Ja, warum? Weil er eine schöne schwarze Johannisbeere drin hat, die einfach wunderbar süßlich ist, die sogar bei meiner Frau gut ankommt und sie ist eigentlich nicht so 'n Aventus-Fan, jedenfalls nicht mehr von der aktuellen Version, die es früher gab, ja, nicht mehr von der aktuellen, aber den Absolut Aventus mag sie. Das ist jetzt auch nicht für sie das Brecherding, aber sie feiert den schon und die schöne Johannisbeere, fruchtig, die Ananas. Ja, kommt so 'n bisschen, wie soll ich sagen, 'n bisschen maskuliner rüber als die aktuelle Version, normale Version und ist schön sehr fruchtig. Ihr seht den Flakon, der sieht da 'n bisschen anders aus. Das ist die aktuelle Version. Das ist die erste Version von den Absolut. Ich weiß nicht, was da jetzt geändert worden dran ist, ob der schlechter geworden ist, ob der besser geworden ist. Also, besser wird schwierig. Also, das ist die Erstauflage, die ist geil. Ne, ich weiß jetzt nicht, was mit denen könnt ihr mal unterschreiben, was ihr dazu sagt, ob der jetzt anders geworden ist. Ich fand das eigentlich, das hätte man so lassen können. Ja, schönes Teil, wenn man was Fruchtiges, wenn man so 'n bisschen Aventus vermisst. Erst mal nicht rauchig, aber wenn man das alles so 'n bisschen haben möchte, dann sollte man da so bleiben. Hat auch 'ne gute Ausstrahlung, ist sehr gut präsent. So, der nächste wäre mein Lieblingsduft Roma, mit dem alles anfing. Ja, Roma von Laura Biagiotti, Roma Umo natürlich. Im Endeffekt ist es ja ein, wie soll ich sagen, Italien, es ist Rom, es ist, ihr sitzt da in der Straße und es passt eben sehr sexy, sinnlich, zitrisch, so 'n bisschen Zitronenkuchen-Style mit der Vanille dann auch. Ja, es passt einfach zu Italien, finde ich, der Duft. Und mit dem Duft fing alles an bei mir und er wird immer in meiner Sammlung bleiben. Und das ist einfach, es ist genial. Auch der Flakon ist geil, seht ihr ja. Er ist vielleicht nicht so stark, aber ich finde einfach, dass er Spaß macht zu tragen und er kommt immer wieder gut an. Das ist eben so und ich werde ihn nie missen. Das ist ein richtig geiler Duft. Wenn man natürlich zitrische, cremige, so fast schon, ja, ich sag ja, Zitronenkuchen, wenn ihr das mögt, dann findet ihr diesen Duft auch gut. Aber gleich vorweg, es ist nicht so, dass, Zitronenkuchen so übersüßlich und mit Zuckerguss und der ist so richtig pervers oder da habe ich keinen Bock drauf oder muss ich dann irgendwie nach Kuchenteig noch riechen. Nein, so ist es natürlich nicht, meine Freunde, ganz klar nicht. So, der nächste ist der Imagination. Ja, Imagination, ach, was soll ich da eigentlich noch zu sagen? Schöner Teeduft, Tee und Zitrone und ja, und ihr seid eigentlich fertig zur Beruhigung, zum Date. Der kommt einfach die letzten 3 Jahre. Das ist einer der bestbewertesten Düften der letzten 3 Jahre bei Parfumo und überhaupt ist er einer der besten Düfte, die, glaube ich, in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, das ist ein Nischenduft, der es wirklich in die Klassiker schafft, wenn Louis den nie einstellen wird. In diesen, ich weiß, Job Homme, Boss Bottle, Bleu de Chanel, Dior Sauvage, diese ganz großen. Ich glaube, das ist 'n heftiges Teil und da haben auch Leute von gehört, die jetzt nicht unbedingt im Nischenbereich zu Hause sind. Ich weiß, dass das keine Nische ist. Ich weiß, dass das Designer ist, aber ich rede jetzt von den Preiskategorie Nische, habe ich falsch ausgedrückt. Das ist Designer, also keine Nische, aber der hat ja schon Nischenpreisqualität hier und so und deswegen, ja, Imagination. Also, wenn ihr, Teedüfte mögt, also richtig schwarzer Tee, so Teeduft und Zitrone, dann ist das auf jeden Fall euer Duft. Ja, der nächste ist der Greenlay. So, und da habe ich mich aus'm Fenster gelehnt, vielleicht ein bisschen, weil das ist ein schon extrem grüner Apfelduft, ja. Also, der ist schon pompös, müsste man schon sagen, was apfelig angeht. Oh, das ist schon säuerlich grün, aber so riecht ein grüner Apfel und man könnte bei falschen Tagen auch Kopfschmerzen davon bekommen. Also, aber trotzdem, er ist grün, er ist frisch, er ist apfelig, passt perfekt zum Date, weil er eben auch gut ankommt. So, dieser Duft kommt wirklich gut an und ich finde,
wie soll ich das sagen? Ich finde einfach, dass der Greenlay einer der besten Apfeldüfte ist, die es gibt. Ich kann mal nebenbei gucken, ob der gut bewertet worden ist. Ah, ist auch egal, ich muss jetzt hier nicht nebenbei gucken, vergesst es. Aber auf jeden Fall ist das doch schon ein, ja, schickes Teil, aber es muss Tagesform sein. Der ist gut präsent, manchmal nicht, manchmal da, aber er verschwindet nie und das manchmal sogar bis 8 Stunden. Das glauben viele nicht, aber bis 8 Stunden ist dieser Greenlay am Start. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Den habe ich zum Schluss genommen und das ist auf jeden Fall der Mazzocco von Roberto Ugolini. Hier in der Special Edition, weil ich die besser finde, auch wenn dieses blubbige, dieses Champagner-Style-Feeling da wie beim ersten, dieses spritzige nicht so rüberkommt. Aber ihr könnt natürlich auch, den gibt es ja glaube ich nicht mehr, wenn ihr den nicht findet, holt euch auch den normalen, der hat ja trotzdem die DNA und ich finde, das ist ein schönes Teil. Ah, hier ist das nur die Orangenblüte, die so schön cremig macht. Mandarine, Zitrone, Limette, Vanille, Moschus, die bisschen hölzern und Patchouli. Es ist einer der schönsten Düfte, vor allen Dingen eigentlich fürs ganze Jahr. Aber wenn der Sommer kommt oder wenn der Frühling vor der Tür steht, dann kommt ihr eigentlich an Mazzocco nicht vorbei. Allerdings auch, wie gesagt, in einer anderen Version, nicht nur in der Special. Ich finde die einfach nur 'n Tick besser, weil sie hintenrum cremig ist. Also, wenn ihr die bekommen könnt, denn, guckt noch mal, ob ihr den hier irgendwie kriegt, weil es ist schon, ich finde hinten raus besser gemacht. Natürlich dieses Spritzige, dieses Brause, dieses, was so kribbelt so, was bei Mazzocco ja so diese Unique DNA hat, ist hier trotzdem drin, aber dieses Spritzige fehlt. Das ist hier aus, ja, es wurde cremig daraus und dieses Sprudelige ist weggenommen worden. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber ganz genau so in der Special Edition, warum den, sage ich mal, zu, ja, man hätte ihn jetzt nur stärker machen können. Ist er ja auch geworden in dieser Version hier. Ist er definitiv geworden. Aber ich finde es gut, dass sie so ein bisschen unterschiedlich sind. So kann man beide haben. Wenn man dieses Spritzige möchte, dann holt man sich das Normale. Und wenn man, ja, wie gesagt, es gibt den, glaube ich, nicht mehr, aber irgendwo kann man den immer mal finden. Ich habe ihn jetzt rausgesucht, weil ich finde ihn zum Date gut. Und wer jetzt dieses Video guckt und schon den Duft hat, kann das ja ausprobieren, wenn ihr kurz ein Date habt. Und wie gesagt, Greenlay, wenn ihr schön spritzig, also wirklich frisch, spritzig, abfällig haben wollt und kühl, dann ist das ein fast, passt schon fast besser im Sommer, aber eben auch in Frühling. So, und Roma, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Der kommt schon sehr, sehr gut an. Imagination ist ein Selbstgänger, was soll man dazu sagen? Und Aventus Absolut habe ich wieder rausgesucht. Letztens auch schon, gar nicht. Ich habe den jetzt auch getragen öfters. Ich finde den richtig gut. Umso länger der auch steht, umso leckerer wird der. Also ist mit den normalen gar nicht mehr zu vergleichen. Der normale ist dagegen nichts. Ich finde den Absolut richtig gut. Früher wollte ich den gar nicht holen, weil ich das nicht eingesehen habe. Aber gut, dass ich es doch gemacht habe, weil ist schon ein schönes Teil. Ja, wie gesagt, Mazzocco war der letzte und ja, das ist die Frühlings-Date-Düfte waren das. Könnt ihr mal unterschreiben, welche benutzt ihr und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, ich mache das hier übrigens auch alles ohne Cut. Keine Lust, das zu machen. Warum muss ich Cut? Hier gibt es immer Wheel, das, deswegen ne, stelle ich das hier automatisch um. Und warum auch nicht, finde ich so nice. Ja. Frühlingsdate-Düfte. Ja, 5 Stück reichen, funktionieren, könnt ihr mal ausprobieren und zur Not schreibt mal unter, welche ihr benutzt. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, Freunde, und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Freunde. Also, haut rein.